Hallo zusammen, willkommen zu meinem Kanal Mizuki's Home. Ich bin Mizuki und heute möchte ich euch über die Unterschiede zwischen Japan und Deutschland im alltäglichen Leben sprechen, die ich bisher in Deutschland und Japan erlebt habe. Ich wohne seit Juni 2018 in Deutschland und habe vorher für ein Jahr in Deutschland eine Working Holiday gemacht. Aus meinen Erfahrungen möchte ich euch erzählen, welche Unterschiede es zwischen Deutschland und Japan aus meiner Sicht gibt. In diesem Video zeige ich euch also 7 verschiedene Unterschiede im alltäglichen Leben. Dann, los geht's! Nochmal hallo, ich bin Mizuki vom YouTube-Kanal Mizuki's Home. Ich stelle euch in diesem Video 7 Unterschiede zwischen Japan und Deutschland im alltäglichen Leben vor. Die Unterschiede, die ich euch in diesem Video vorstelle, sind aber nur aus meiner Sicht bzw. aus meinen Erfahrungen. Es könnte deshalb auch sein, dass es für andere möglicherweise anders ist, aber ich stelle die allgemeinen Unterschiede aus meinen Erfahrungen vor. Dann schauen wir uns als erstes den ersten Punkt an. Nummer 1. Waschen. In Deutschland wäscht man seine Wäsche nicht jeden Tag, sondern einmal die Woche oder noch weniger. Aber das kommt auf den Haushalt an. Wenn man zum Beispiel ein Baby oder kleine Kinder hat, dann könnte es sein, dass man noch öfter Wäsche waschen muss. Aber wenn man alleine oder zu zweit wohnt, dann wäscht man nicht so oft. Beispielsweise bei mir in Deutschland wasche ich Wäsche einmal die Woche oder alle 10 Tage. Das liegt daran, dass das Wasser in Deutschland sehr teuer ist. Außerdem wäscht man in Deutschland oft mit heißem Wasser. Man kann 30, 40 oder 60 Grad auswählen. In Deutschland trennt man deshalb die Wäsche streng nach Farben. Das ist in Japan anders. In Japan wäscht man öfter. Viele Japaner waschen jeden Tag ihre Wäsche, zum Beispiel meine Eltern in Japan waschen jeden Tag ihre Wäsche und Handtücher alles zusammen. Hierfür benutzen sie das Badewasser vom Vortag. Die Waschmaschine ist mit der Badewanne mit einer Schlaufe verbunden und sie waschen ihre Wäsche mit kaltem Wasser. Es gibt meistens keine Temperatureinstellung bei Waschmaschinen, deshalb muss man auch nicht nach Farben sortieren. Ich weiß nicht, wie andere Familien das machen, aber meine Eltern machen immer so. Sie waschen jeden Tag ihre Wäsche und Handtücher zusammen und trennen nicht nach Farben. Als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich gewundert, dass man so selten wäscht. Und meine japanische Socken ist sehr kleiner geworden wie Kindersocken. Das war bestimmt wegen der Temperatur. Nummer 2. Duschen und Handtuch. Auch beim Duschen und Nutzen der Handtücher gibt es einen Unterschied. Japaner duschen fast jeden Tag und tauschen jeden Tag ihre Handtücher. Zudem duschen fast viele Japaner abends. Meine Eltern duschen jeden Abend und tauschen jedes Mal ihre Handtücher. Wenn wir einmal die Handtücher nass machen, dann denken wir so, dass die Handtücher schmutzig sind und Bakterien sich vermehren. Deswegen waschen wir die Wäsche und Handtücher jeden Tag. Das ist zumindest bei meinen Eltern so. In Deutschland habe ich gehört, dass man nicht jeden Tag duscht bzw. ihre Handtücher nicht jeden Tag tauscht. Viele Japaner duschen fast jeden Tag, weil es in Japan oft schwül ist. Meine Schwester in Japan hat mir einmal gesagt, dass sie mir keine Kleidung ausleiht, wenn ich nicht jeden Tag dusche. Außerdem sind die japanischen Badezimmer anders. In Japan ist die Dusche oft ein eigener Raum mit einer Badewanne drin. Japaner setzen sich auch auf einen kleinen Hocker, duschen sich und gehen danach in die Badewanne, um auszuruhen. Die meisten Japaner gehen jeden Tag baden, vor allem im Winter.
Das ist in Deutschland ganz anders. Des Weiteren möchten wir möglichst abends duschen oder baden, bevor wir ins Bett oder Futon gehen. Ein Futon ist quasi eine Matratze auf dem Boden und wir benutzen sie als Bett. Manche Japaner möchten vermeiden, dass sie Schmutz ins Bett oder Futon mitnehmen. Deswegen geht man eher abends duschen. Nummer 3. Mode und die Größe der Klamotten. In Deutschland trägt man oft schwarze Klamotten. Ich finde, man achtet in Deutschland nicht so viel auf Mode wie Japaner in Japan. Natürlich tragen manche Leute auch in Deutschland sehr schicke Kleidung, aber solche Leute sind weniger als Japaner in Japan. In Japan ist das Aussehen sehr wichtig, deswegen interessieren Japaner sich sehr für die Mode und sie tragen oft stylische Kleidung. Ich denke, in Deutschland ist die Mode nicht so wichtig wie in Japan. Manche Deutsche gehen manchmal mit Jogginghose raus, sowas sieht man in Japan nicht so. Ich denke, in Japan gibt es eine größere Auswahl an Kleidung zu kaufen. Das Angebot an Kleidung ist in Japan sehr vielfältiger, deswegen gibt es auch viele verschiedene Fashion-Zeitschriften. Ich achte in Deutschland nicht so viel auf Mode, weil andere auf meine Mode oder mein Aussehen in Deutschland nicht achten. Außerdem sind die Größe der Klamotten ganz anders. In Japan habe ich auch die Größe M oder L getragen, aber in Deutschland kaufe ich mir oft die Größe XS oder S. Ich bin relativ groß, deswegen kann ich auch in Deutschland Klamotten finden, aber wenn man sehr klein wäre, wie 1,50 Meter oder so, dann könnte es sehr schwierig sein, passende Klamotten zu finden. Nummer 4. Auto und Führerschein. Viele wissen bereits, dass man in Japan auf der linken Spur und in Deutschland auf der rechten Spur fährt. Das heißt, der Fahrer sitzt auch auf der anderen Seite im Auto. Alles ist also ganz im Gegenteil. Deswegen braucht man ein bisschen mehr Zeit, um sich daran zu gewöhnen. In Deutschland gibt es rechts vor links, aber in Japan gibt es links vor rechts. Zudem gibt es verschiedene Verkehrsschilder in Japan und in Deutschland. Ich habe in Japan einen Führerschein gemacht, aber damals habe ich einen Führerschein nur mit Automatikgetriebe gemacht. In Japan brauchte man fast gar keinen Führerschein mit Gangschaltung, also für manuelle Autos. In Deutschland gibt es so viele manuelle Autos. Ich habe in Deutschland meinen Führerschein umgeschrieben, aber ich kann also derzeit in Deutschland nur mit Automatikauto fahren. Es ist wirklich schwierig für Japaner, sich an das Autofahren in Deutschland zu gewöhnen, aber auch für Deutsche ist es schwierig, in Japan Auto zu fahren. Außerdem sind die japanischen Straßen sehr eng. Viel Spaß beim Autofahren in Japan. Nummer 5. Nutzung der freien Tage. Wie verbringt ihr eure freien Tage bzw. am Wochenende? In Deutschland ruht man sich oft vor allem am Sonntag aus und man geht oft spazieren. Ich mag mittlerweile spazieren gehen, aber bevor ich nach Deutschland gekommen bin, bin ich fast nie spazieren gegangen. In Japan gibt es mehr Unterhaltungsmöglichkeiten als in Deutschland, wie Karaoke, Shopping, Essen gehen, Gaming Center oder Bowling. Ich hatte keine Zeit, spazieren zu gehen und dachte, dass Spazierengehen sehr langweilig ist. Ich wollte lieber mit meinen Freundinnen was anderes machen oder Zeit für anderes nutzen. Diese Zeitnutzung ist auch beim Reisen unterschiedlich. Deutsche mögen Strandurlaub, zum Beispiel in Mallorca oder so, um dort auszuruhen. Sie mögen es für 1 oder 2 Wochen am Strand zu liegen. Japaner reisen hingegen an verschiedene Orte und sie bleiben nicht an einem Ort und machen selten Strandurlaub. Außerdem reisen Japaner nicht so lange am Stück, weil sie nicht so lange freie Tage haben oder keinen langen Urlaub nehmen können. Deshalb reisen Japaner meistens, wann es so viele Feiertage gibt und sie mischen ihre bezahlten Urlaub. Nummer 6. Einkaufen. Als ich noch bei meinen Eltern in Japan war, bin ich öfter einkaufen gegangen als jetzt in Deutschland.
Es war etwa 2 oder 3 Mal die Woche. Wir haben zwar auch einen großen Kühlschrank, aber wir haben keinen Keller oder Abstellraum. Japanische Häuser sind oft kleiner als deutsche, deswegen können wir nicht so viel auf einmal einkaufen. Deutsche gehen hingegen nur einmal die Woche einkaufen und kaufen dann richtig viel ein. Als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich deswegen überrascht, dass Deutsche so viele Sachen in ihrem Einkaufswagen angegeben haben. Deutsche Einkaufswagen sind auch meistens größer als japanische Einkaufswagen. Zudem ist es an der Kasse ganz anders. In Deutschland gibt es oft an der Kasse eine Fließwand. Kunden legen ihre Waren auf das Wand und wenn man dran ist, muss man sie schnell selber einpacken. Einkaufen in Deutschland ist also wie ein Kampf. In Japan gibt es an der Kasse keine Fließwand. Und in Japan gibt man seinen Einkaufskorb der Kassiererin und die Kassiererin scannt die Artikel und packt diese von links nach rechts in einem anderen Einkaufskorb ein. Man bezahlt danach entweder persönlich bei der Kassiererin oder an einer Maschine, die automatisch das Geld wechselt. Diese Maschine gibt es mittlerweile ganz oft in Japan. Der Kunde muss also nicht alle Artikel ganz schnell nach dem Scannen selber einpacken. Man kann warten, bis die Kassiererin alles gescannt und in einem extra Korb eingepackt hat. Wenn man also in Japan einen Einkaufswagen benutzt, dann sollte man auch einen extra Einkaufskorb vom Eingangsbereich mitnehmen. Aber wenn man nicht so viel einkauft, dann braucht man keinen Einkaufskorb. Einkaufen in Japan ist also entspannter als in Deutschland, weil man an der Kasse nicht so hektisch selber einpacken muss. Nummer 7. Fernsehen und Fernsehprogramme. Japaner schauen sehr gerne Fernsehen. In Japan ist es normal, dass Familie beim Mittagessen oder Abendessen zusammen am Tisch sitzen und gleichzeitig Fernsehen schauen. Im japanischen Fernsehen hat fast jede Sendung japanische Untertitel in verschiedenen knalligen Farben. Das gibt es in Deutschland gar nicht. Ich denke, das japanische Fernsehen ist ganz anders als deutsches. Außerdem gibt es im japanischen Fernsehen sehr oft verschiedene Sendungen über lokale Spezialitäten. Zum Beispiel ist Osaka sehr bekannt für Takoyaki und Fukuoka für Tonkotsu-Ramen. Übrigens, ich habe letztes Mal ein Video über Takoyaki gemacht. Ihr könnt damit auch zu Hause Takoyaki backen. Ein weiterer Unterschied zwischen japanischen und deutschen Fernsehen ist auch, dass im deutschen Fernsehen ausländische Wörter oft ins Deutsch synchronisiert werden. Im japanischen Fernsehen behält man meistens die originale Sprache und verwendet Untertitel. Untertitel habe ich im deutschen Fernsehen nicht so oft gesehen. Heute habe ich 7 erste Unterschiede zwischen Japan und Deutschland im alltäglichen Leben erzählt. Ich denke, es gibt noch mehrere Unterschiede zwischen Japan und Deutschland. Ich werde deshalb bestimmt noch weitere Videos zu Unterschieden machen. Ich denke, es gibt noch mehrere verschiedene Unterschiede, beispielsweise in der Arbeitswelt, Liebesbeziehung, der Mentalität oder auch bei Behörden. Falls euch Unterschiede einfallen, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Video Spaß haben konntet und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Dann würde ich mich sehr freuen. Falls ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, dann könnt ihr es gerne tun. In meinem Kanal erzähle ich euch über Japan und Deutschland, aber auch zeige ich euch japanisches Essen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Dann, ciao! Bye bye!